Als Ehrengast des 15. Beijing Internationalen Filmfestivals strahlen Schweizer Filme mit ihrer einzigartigen Kreativität und kultureller Tiefe auf den Leinwänden in Beijing. Die Schweizer Filmtage haben heute mit dem Auftaktfilm Der Spatz im Kamin eröffnet. I was wondering if you personally felt similar to the young boy in the film as a character, or if there's other characters you related to more than others. Well, actually, writing the script, there I had like the connection to every character, every person in the film. So there was not like one character where I felt closer. Of course, there are in that family members, there are certain characters who are kind of darker or have more abysses, psychological abysses, but nevertheless I felt connected to everybody. The daughter Johanna with the long blonde hair, I kind of like her potential to revolt. I like her attitude, and I like that she does not just, that she's not just quiet, but that she kind of provokes her mother and has like a subtle fight against her. So I just like her, but as a matter of fact, I just like the whole family. Yes. Ich möchte fragen, was möchten Sie dann durch diese starke Konflikte und starke Spannungen ausdrücken? Also ich habe das Drehbuch ja nicht geschrieben, sondern Ramon, mein Bruder. Er ist der Drehbuchautor und der Regisseur des Films. Aber Ziel eigentlich ist es zu zeigen, was passiert, wenn bestimmte Gefühle, bestimmte Anlagen unterdrückt werden. Im Film ist es ja so, dass die Großmutter der Hauptfigur Karen, dass diese Mutter ihr Begehren nicht ausleben konnte, sondern sie hat es unterdrückt, und das hatte für die Familie eigentlich schlechte Konsequenzen. Das wurde ein toxisches Umfeld, und der Film zeigt, was mit einer Familie passieren kann, wenn Gefühle unterdrückt werden. Das kann sich nämlich auf eine nächste Generation übertragen, und es ist viel Arbeit, das dann zu heilen. Also damit eine Familie nicht mehr gejagt wird von den Geistern der Vergangenheit, sondern eigentlich einen gesunden Umgang in der Familie an den Tag legen kann. Also das ist dann viel Arbeit, wenn bestimmte Dinge unterdrückt werden müssen. Das war eigentlich unser Ziel, und auch, weil wir sind der Überzeugung, dass weil die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, und wenn man eine funktionierende, eine gesunde Gesellschaft haben will, dann muss man bei der Familie beginnen. Dann muss eigentlich eine Gesellschaft den Familien die Möglichkeit geben, gesund zu sein. Genau. Okay, dann das war die letzte. Sie warten da. Ja, Sie streben dann alle nach Freiheit, oder? Ja, genau. Darum geht es. Das ist eine Befreiungsgeschichte, und deswegen auch der Titel, also der Spatz im Kamin. Ein Spatz hat ja Flügel und kann fliegen, aber wenn er im Kamin gefangen ist, kann er dieses Potenzial zu fliegen, diese Freiheit nicht ausleben. Und eigentlich ist das Ziel, dass wir unser gutes Potenzial ausleben und ausschöpfen können, damit wir gesunde Menschen werden, gesunde Familien, gesunde Gesellschaften.